Lektion 1. Gemeinsam lesen. In meiner Freizeit schaue ich mir gerne Serien an oder lese ein Buch. Hübsch. Ich liebe es auch zu lesen, es ist so ein toller Zufluchtsort. Wie lange lesen Sie normalerweise jeden Tag? Ich versuche, mir jeden Abend mindestens eine Stunde Zeit zu nehmen. Das ist beeindruckend. Es fällt mir schwer, ein Buch aus der Hand zu legen, wenn ich einmal angefangen habe. Ebenfalls. Ich verliere oft den Überblick über die Zeit, wenn ich in eine Geschichte vertieft bin. Haben Sie in letzter Zeit etwas Interessantes gelesen, das Sie empfehlen würden? Ja. Ich habe gerade einen fantastischen Krimi beendet, der mich in Atem gehalten hat. Ich würde gerne mehr darüber hören, vielleicht hole ich es mir als nächstes. Lektion 2. Künstlerische Inspiration. Ich brauche neue Farben, Pinsel und Leinwände, um meine Kreativität anzuregen. Das klingt spannend. Planen Sie einen Besuch in einem Künstlerfachgeschäft? Ja. Ich denke, das Durchsuchen verschiedener Materialien wird neue Ideen hervorbringen. Ich liebe das Gefühl frischer Vorräte, es ist wie ein unbeschriebenes Blatt für Kreativität. Genau. Jeder Gegenstand hat das Potenzial, zu etwas Einzigartigem zu führen. Wie oft malen Sie? Ich versuche, mindestens einmal pro Woche zu malen, es hält mich im Fluss. Das ist eine tolle Angewohnheit. Ich sollte mir mehr Zeit für meine eigene Kunst nehmen. Wir könnten einen Maltag zusammen verbringen, es würde Spaß machen. Lektion 3. Neue Funde. Es ist wunderbar zu hören, dass es auf dem Markt frisches Obst gibt. Das ist wunderbar zu hören. Welche Typen gibt es in dieser Saison? Von saftigen Beeren bis hin zu reifen Pfirsichen und Melonen gibt es alles. Wow, ich kann mir schon vorstellen, wie lecker die schmecken müssen. Frisches Obst ist immer besser, es ist so viel gesünder und geschmackvoller. Ich stimme voll und ganz zu. Ich liebe es, Smoothies mit frischen Zutaten zuzubereiten. Das ist eine tolle Idee. Smoothies sind ein erfrischender Genuss. Ja. Sie sind perfekt für heiße Tage, an denen Sie etwas Cooles brauchen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Ausflug zum Markt planen. Es wird Spaß machen. Lektion 4. Motivation. Das klingt motivierend. Haben Sie Vorschläge für wirksame Ressourcen? Absolut. Ich finde, dass Online-Kurse wirklich dabei helfen können, neue Fähigkeiten zu erwerben. Das macht Sinn, strukturiertes Lernen hält Sie oft konzentriert und auf dem richtigen Weg. Genau. Außerdem stehen heutzutage so viele kostenlose Ressourcen zur Verfügung. Ich liebe die Idee, verschiedene Arten von Materialien zu kombinieren, um das Lernen zu verbessern. Ja, das Mischen von Videos, Artikeln und Übungen kann zu einem ansprechenderen Erlebnis führen. Ich stimme zu. Es hält den Prozess frisch und interessant und erleichtert das Durchhalten. Und vergessen Sie nicht, Communities oder Foren beizutreten, um zusätzliche Unterstützung zu erhalten. Das ist ein toller Punkt. Der Austausch von Erfahrungen mit anderen kann Sie wirklich motivieren. Lektion 5. Reisepläne. Wohin möchten Sie also bei unserer nächsten Reise gehen? Wie wäre es mit einem Strandziel? Ich liebe die Sonne und das Rauschen der Wellen. Das klingt perfekt.
Ein erholsamer Strandurlaub wäre jetzt großartig. Genau. Wir könnten unsere Tage damit verbringen, Sonne zu tanken und zu schwimmen. Und vergessen Sie nicht all die köstlichen Meeresfrüchte, die wir genießen konnten. Rechts. Frische Meeresfrüchte am Meer gehören zu meinen Lieblingsbeschäftigungen bei Strandausflügen. Außerdem konnten wir die örtlichen Geschäfte und Märkte nach einzigartigen Souvenirs erkunden. Ja. Es macht immer Spaß, etwas Besonderes zu finden, an das man sich an die Reise erinnert. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Beginnen wir bald mit der Planung. Lektion 6: Sicherheitsbedenken. Ein Beispiel dafür ist die Genehmigung unsicherer Bauprojekte durch bestochene Beamte. Das ist ein ernstes Problem. Aus Profitgier werden so viele Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Absolut. Es ist schockierend, wie Gier Sicherheitsstandards gefährden kann. Und die Folgen können auch für Gemeinden verheerend sein. Genau. Menschen verdienen es, sich in ihrer Umgebung sicher zu fühlen. Für Beamte ist es von entscheidender Bedeutung, das Wohlergehen der Öffentlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Ja, Transparenz und Rechenschaftspflicht sind in solchen Situationen unerlässlich. Ich kann nur zustimmen. Wir brauchen strengere Vorschriften, um diese Probleme zu verhindern. Und die Einbindung der Gemeinschaft kann dazu beitragen, dass Beamte für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. Lektion 7: Aufräumen. Planen Sie, über Nacht zu bleiben, um zusätzliche Reinigungsarbeiten zu finanzieren? Ja, das klingt verständlich. Ich möchte sicherstellen, dass alles makellos ist. Gute Idee. Eine gründliche Reinigung kann dafür sorgen, dass sich ein Ort wirklich einladend anfühlt. Genau. Und es gibt einen positiven Ton für das Eintreffen der Gäste vor. Gibt es in der Nähe Geschäfte, in denen man sich bei Bedarf zusätzliche Vorräte besorgen kann? Ja, nur ein paar Blocks entfernt gibt es einen Supermarkt. Das ist großartig. Es wird die Sache einfacher machen, wenn uns etwas ausgeht. Sicher. Ich möchte sicherstellen, dass wir alles haben, was wir brauchen, um zu beeindrucken. Es ist immer besser, zu gut vorbereitet zu sein als zu wenig. Lektion 8: Produktiver Tag. Hallo. Hatten Sie einen produktiven Tag? Ja, ich bin einkaufen gegangen und habe alles auf meiner Liste gefunden. Das ist großartig. Es ist immer befriedigend, Elemente von einer Liste abzuhaken. Absolut. Außerdem liebe ich es, frische Zutaten für die Woche auszuwählen. Was kochen Sie am liebsten, wenn Sie frische Produkte haben? Ich mache gerne Salate, sie sind gesund und erfrischend. Das hört sich köstlich an. Ich könnte ein paar Ideen für gesunde Mahlzeiten gebrauchen. Gerne teile ich einige Rezepte mit Ihnen. Danke. Ich bin immer auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, mich gesund zu ernähren. Lektion 9: Historischer Kontext. Da Pennsylvania kein Sklavenstaat war, war Harriet dort ziemlich sicher. Ja, und es bot ihr während ihrer Reise einen entscheidenden Fluchtweg. Es ist faszinierend, welche bedeutende Rolle bestimmte Orte in der Geschichte spielten. Absolut. Pennsylvania war ein wichtiger Standort der Underground Railroad. Und es ist erstaunlich, an den Mut zu denken, den die Menschen in dieser Zeit gezeigt haben.
Ja, die Stärke und Entschlossenheit der Freiheitssuchenden sind inspirierend. Wir haben denjenigen viel zu verdanken, die für Gerechtigkeit und Gleichheit gekämpft haben. Definitiv. Ihre Geschichten erinnern uns daran, wie wichtig es ist, für das Richtige einzustehen. Und es ist wichtig, diese Geschichten weiterhin zu teilen, damit wir sie nicht vergessen. Lektion 10: Kanadas Parks. Aus diesem Eisenbahnprojekt entstand Kanadas berühmtester Park, der Banff Nationalpark. Das ist richtig. Es ist unglaublich, wie der Transport zu einer so schönen Erhaltung führen kann. Ja, und Banff ist für seine atemberaubenden Landschaften und seine vielfältige Tierwelt bekannt. Absolut. Es lockt jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt an. Und auch die Geschichte hinter seiner Entstehung ist ziemlich faszinierend. Ja, es spiegelt die Bedeutung der Naturschutzbemühungen schon damals wider. Es ist wunderbar zu sehen, wie Menschen die Natur wertschätzen und schützen können. Definitiv. Parks wie Banff erinnern uns an die Schönheit, die uns umgibt. Ich würde gerne eines Tages vorbeikommen und es aus erster Hand erleben. Lektion 11: Vorteile nutzen. Das ist großartig. Ich werde das neue Angebot auf jeden Fall nutzen. Ja, es ist eine fantastische Gelegenheit, beim Einkaufen etwas Geld zu sparen. Ich freue mich immer, wenn Geschäfte Rabatte oder Sonderangebote anbieten. Ich auch. Es macht einen großen Unterschied, insbesondere bei der Budgetierung. Und es ermutigt Menschen, neue Produkte auszuprobieren, die sie sonst vielleicht nicht in Betracht gezogen hätten. Genau. Dies kann dazu führen, dass Sie neue Favoriten zu geringeren Kosten entdecken. Außerdem fühlt es sich gut an, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Absolut. Jedes bisschen hilft, besonders in der heutigen Wirtschaft. Ich bin froh, dass wir hinsichtlich der Nutzung dieser Angebote einer Meinung sind. Lektion 12: Gesunde Entscheidungen. Das ist interessant. Ich habe gehört, dass es gesünder sei, bin mir aber nicht sicher, ob ich auf Fleisch verzichten könnte. Ich verstehe, für viele Menschen kann es eine große Umstellung sein. Ja, Fleisch ist ein Grundnahrungsmittel in so vielen Gerichten und es ist kaum vorstellbar, dass es ohne Fleisch auskommt. Absolut. Aber es gibt heute viele leckere Alternativen. Das stimmt. Ich habe einige pflanzliche Optionen ausprobiert, die überraschend gut waren. Genau. Es geht darum, Rezepte zu finden, die Ihnen Spaß machen. Ich wäre offen dafür, mehr mit neuen Zutaten zu experimentieren. Das ist eine tolle Einstellung. Es kann Spaß machen, verschiedene Geschmacksrichtungen zu erkunden. Ja, und es ist schön zu wissen, dass es gesündere Alternativen gibt. Lektion 13: Fitnessroutine. Kniebeugen und Kreuzheben machen mir wirklich Spaß, sie trainieren mehrere Muskelgruppen. Das sind hervorragende Übungen. Sie eignen sich hervorragend zum Aufbau von Kraft und Ausdauer. Genau. Ich liebe, wie praktisch sie für alltägliche Aktivitäten sind. Ja, sie ahmen Bewegungen im echten Leben nach, was wirklich von Vorteil ist. Außerdem tragen sie dazu bei, die allgemeine Stabilität und Körperhaltung zu verbessern. Absolut. Es ist wichtig, zusammengesetzte Bewegungen in das Training zu integrieren. Befolgen Sie bei diesen Übungen einen bestimmten Ablauf?
Normalerweise beginne ich mit leichteren Gewichten und konzentriere mich auf die Form, bevor ich das Gewicht erhöhe. Das ist klug. Die richtige Form ist entscheidend, um Verletzungen zu vermeiden. Lektion 14: Kleidung reinigen. Wie lange dauert es normalerweise, bis die Kleidung in der Wäscherei sauber ist? Normalerweise dauert ein normaler Wasch- und Trockenservice etwa 24 Stunden. Das klingt vernünftig. Ich denke, es gibt Ihnen Zeit, gründliche Arbeit zu leisten. Genau. Sie sorgen dafür, dass alles ordnungsgemäß gereinigt und zur Abholung bereit ist. Glauben Sie, dass sich das Warten lohnt, insbesondere bei besonderen Artikeln? Definitiv. Manche Kleidungsstücke erfordern besondere Pflege, und es ist am besten, sie einem Profi zu überlassen. Außerdem ist es schön, saubere Kleidung zu haben, ohne die Mühe selbst machen zu müssen. Absolut. Ich liebe diesen Komfort, besonders wenn ich einen vollen Terminkalender habe. Dann muss ich vielleicht bald ein paar Sachen vorbeibringen. Lektion 15: Einheit und Frieden. Es ist inspirierend darüber nachzudenken, wie wir unsere Familien und unsere Nation vereinen können. Ja, die Zusammenarbeit in dauerhaftem Frieden ist für eine bessere Zukunft unerlässlich. Absolut. Wohlwollen gegenüber allen Menschen sollte unser Leitprinzip sein. Es ist wichtig, das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen allen zu fördern. Genau. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, schaffen wir eine stärkere Gemeinschaft. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl kann zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft führen. Ja, wir können eine Grundlage aufbauen, die auf Respekt und Freundlichkeit basiert. Gemeinsam können wir Herausforderungen meistern und unsere Vielfalt feiern. Es geht darum, Gemeinsamkeiten zu finden und Harmonie zu fördern. Lektion 16: Superheldengeschichten. Als mein Bruder noch sehr jung war, liebte er Superhelden. Das ist bezaubernd. Kinder haben oft so lebhafte Fantasien. Er würde sich in Kostüme verkleiden und so tun, als würde er den Tag retten. Diese Geschichten können für Kinder sehr inspirierend sein und Mut und Freundlichkeit fördern. Genau. Superhelden vermitteln wertvolle Lektionen darüber, wie man anderen hilft. Sie zeigen auch, dass jeder auf seine Weise ein Held sein kann. Ja, selbst kleine freundliche Gesten können einen großen Unterschied machen. Es ist großartig zu sehen, wie diese frühen Interessen unsere Werte prägen, während wir wachsen. Absolut. Ich denke, diese Superheldengeschichten bleiben für immer in unserer Erinnerung. Lektion 17: Auswahl eines Mixers. Mögen Sie Mixer mit mehreren Geschwindigkeitseinstellungen? Oh, absolut. Sie bieten mehr Vielseitigkeit für verschiedene Rezepte. Rechts. Es ist schön, die Kontrolle über die Textur Ihrer Smoothies zu haben. Genau. Ich liebe es, je nachdem, was ich mache, wechseln zu können. Und auch für Suppen oder Soßen kann es eine echte Hilfe sein. Ja. Ein guter Mixer kann Ihre Kochkünste wirklich verbessern. Ich denke darüber nach, eines auszuwählen, das mehrere Funktionen bietet. Das klingt nach einer klugen Wahl. Es wird die Essenszubereitung viel einfacher machen. Ich möchte nur sicherstellen, dass ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekomme. Lektion 18: Snacks am Filmabend.
Sind Sie bereit für den Filmabend? Vergessen Sie nicht, etwas Popcorn mitzubringen. Natürlich. Ich hole mir ein paar Snacks, bevor wir uns auf den Film vorbereiten. Großartig. Für ein gemütliches Kinoerlebnis gibt es nichts Besseres als Popcorn. Absolut. Es ist der perfekte knusprige Leckerbissen, den man beim Zuschauen genießen kann. Und vielleicht bekommen wir noch ein paar Süßigkeiten dazu? Das ist eine fantastische Idee. Ein bisschen Süße macht es noch besser. Ich bin begeistert. Welchen Film schauen wir uns heute Abend an? Ich dachte an einen Klassiker, Sie sorgen immer für eine gute Zeit. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein lustiger Abend voller Lachen. Lektion 19, Rudermeister. Wussten Sie, dass er vielleicht der größte der frühen Rudermeister war? Wirklich? Das ist beeindruckend. Welche Ära dominierte er? Er war im späten 19. Jahrhundert aktiv und machte sich wirklich einen Namen. Wow! Es muss aufregend gewesen sein, diese internationalen Ruderrennen zu verfolgen. Absolut. Sein Können und seine Entschlossenheit waren zu dieser Zeit unübertroffen. Es ist faszinierend, wie Sport Menschen zusammenbringen und Legenden schaffen kann. Ja, und sein Vermächtnis inspiriert weiterhin zukünftige Generationen von Ruderern. Ich liebe es, etwas über Sportler zu lernen, die etwas Großes bewirkt haben. Es ist erstaunlich zu sehen, wie harte Arbeit und Engagement zum Erfolg führen können. Lektion 20, Flugkontrolle. Die Check-in-Schalter befinden sich auf der linken Seite, gleich da drüben. Danke für den Hinweis. Auf Flughäfen bin ich immer etwas verwirrt. Kein Problem. Es kann mit all den Zeichen und Menschen überwältigend sein. Das kann es wirklich. Ich schätze Ihre Hilfe beim Navigieren hierdurch. Klar. Sobald wir mit dem Check-in fertig sind, wird alles reibungslos verlaufen. Ja, ich freue mich darauf, mich im Flugzeug zu entspannen. Und vergessen Sie nicht, einen Snack für den Flug mitzunehmen. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass ich etwas zum Knabbern habe. Lasst uns das Beste aus dieser Reise machen und jeden Moment genießen. Lektion 21, saisonale Veränderungen. Schauen Sie, wie die Blätter ihre Farbe ändern. Ich sehe rote Ahornblätter und sie sind zu dieser Jahreszeit so lebendig. Ja. Die Orange- und Gelbtöne sind genauso schön, finden Sie nicht? Absolut. Aus diesem Grund ist der Herbst meine Lieblingsjahreszeit. Es ist erstaunlich, wie sich die Natur in ein so farbenfrohes Schauspiel verwandelt. Ich liebe es, in dieser Jahreszeit Spaziergänge zu machen, um die Landschaft zu genießen. Ich auch. Die frische Herbstluft hat etwas so Friedliches. Und das Geräusch knirschender Blätter unter den Füßen ist so befriedigend. Definitiv. Es ist eine Erinnerung daran, wie schön Veränderung sein kann. Lektion 22, lokale Küche. Perfekt. Ich habe auch einige Optionen für die lokale Küche recherchiert. Das klingt spannend. Was haben Sie bisher gefunden? Ich habe einige tolle Orte entdeckt, die authentische Gerichte servieren.
Eindrucksvoll. Ich liebe es, auf Reisen neue Gerichte auszuprobieren. Ich auch. Es ist eine der besten Möglichkeiten, eine Kultur zu erleben. Absolut. Die lokale Küche erzählt eine Geschichte über den Ort und seine Menschen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam ein paar köstliche Mahlzeiten zu genießen. Ja. Lassen Sie uns bei unserer Ankunft eine Liste der Gerichte erstellen, die wir unbedingt probieren müssen. Tolle Idee. Essen ist definitiv ein Highlight jeder Reise. Lektion 23: Unterkünfte. Vergleichen wir die Preise und Einrichtungen, die sie für unseren Aufenthalt bieten. Natürlich. Ich möchte sicherstellen, dass wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Genau. Es ist wichtig, einen Ort zu finden, der unseren Bedürfnissen entspricht. Ich stimme zu. Wir sollten Komfort und Bequemlichkeit in den Vordergrund stellen. Ja, und schauen Sie sich vielleicht einige Rezensionen an, um zu sehen, was andere denken. Das ist eine tolle Idee. Es kann uns helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Darüber hinaus kann das Wissen über die verfügbaren Annehmlichkeiten unser Erlebnis verbessern. Absolut. Ich möchte das Beste aus unserer Reise machen. Lassen Sie uns alle Informationen sammeln, die wir können, bevor wir eine Entscheidung treffen. Lektion 24: Ruhe finden. Ja, ich hatte in letzter Zeit viel um die Ohren. Ich verstehe, es kann schwierig sein, sich zu entspannen, wenn so viel los ist. Genau. Manchmal wünschte ich, ich könnte meine Gedanken für eine Weile abschalten. Das ist völlig normal. Für unser Wohlbefinden ist es wichtig, Wege zur Entspannung zu finden. Was tun Sie normalerweise, um Ihren Kopf frei zu bekommen? Ich genieße lange Spaziergänge in der Natur, es hilft mir wirklich, geerdet zu sein. Das hört sich herrlich an. Ich könnte das versuchen, um zu sehen, ob es für mich funktioniert. Probieren Sie es auf jeden Fall aus. Frische Luft und ein Tapetenwechsel können Wunder bewirken. Ich schätze den Vorschlag. Ich werde mir diese Woche Zeit dafür nehmen. Lektion 25: Einkaufsvorbereitungen. Absolut. Für alle Fälle bringe ich auch meinen eigenen Einkaufswagen mit. Das ist eine kluge Idee. Es macht das Tragen von allem viel einfacher. Genau. Außerdem hilft es, beim Einkaufen Ordnung zu halten. Haben Sie eine Liste mit dem, was wir kaufen müssen? Ja, ich habe eine umfassende Liste erstellt, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Perfekt. Mit einer Liste sparen wir Zeit und machen die Reise effizienter. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass wir ohne viel Aufhebens alles bekommen, was wir brauchen. Ich auch. Es ist immer eine Erleichterung, alles von der Liste zu streichen. Machen wir es zu einem unterhaltsamen Ausflug. Mit der richtigen Einstellung kann Einkaufen Spaß machen. Lektion 26: Spätes Einchecken. Das ist großartig. Wie spät kann ich im Hotel einchecken? Unsere Rezeption ist 24 Stunden besetzt, so dass Sie jederzeit anreisen können. Das ist wirklich praktisch. Es ist schön zu wissen, dass es beim Check-in Flexibilität gibt. Ja, es hilft, Gäste mit unterschiedlichen Reiseplänen unterzubringen. Das weiß ich zu schätzen. Manchmal kann es zu Verspätungen bei Flügen kommen und Pläne ändern sich. Genau.
Es ist immer gut, auf Reisen beruhigt zu sein. Ich werde Sie über meine Ankunftszeit auf dem Laufenden halten. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen, wenn du hier ankommst. Ich auch. Es wird großartig sein, nach der Reise zu entspannen. Lektion 27, Restaurantreservierungen. Es würde nicht schaden, einige Restaurantreservierungen im Voraus vorzunehmen. Ich stimme voll und ganz zu. Das ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass wir einen Tisch bekommen. Außerdem kann es zu Stoßzeiten, insbesondere am Wochenende, sehr voll sein. Genau. Ich sichere mir lieber einen Platz, als das Risiko einzugehen, in der Schlange zu stehen. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn, die Sie ausprobieren möchten? Ja. Ich habe großartige Dinge über dieses italienische Restaurant in der Innenstadt gehört. Oh, das hört sich köstlich an. Ich würde gerne Ihre Pasta probieren. Ich auch. Reservieren wir für einen Abend ein Abendessen. Tolle Idee. Ich freue mich auf ein schönes gemeinsames Essen. Lektion 28, Lebensmitteleinkauf. Hey, hast du es geschafft, alles auf unserer Einkaufsliste zu haben? Ja, ich habe die meisten Artikel bekommen, aber es fehlten ein paar Dinge. Das ist okay. Es passiert manchmal. Welche Artikel haben Sie nicht gefunden? Ich konnte die spezifische Kaffeemarke, die wir normalerweise kaufen, nicht finden. Keine Sorge. Bei Bedarf können wir einen anderen Laden ausprobieren. Hört sich gut an. Ich werde das nächste Mal einen anderen Laden in der Nähe besuchen. Es ist großartig, dass wir den Überblick darüber behalten, was wir brauchen. Sicher. Es hilft uns, für die kommende Woche organisiert und vorbereitet zu bleiben. Lasst uns gemeinsam unseren nächsten Einkaufsbummel planen. Lektion 29, Fantasievoller Goldfisch. Ein Haustier meiner Kindheit war mein Goldfisch, weil er einen schwarzen Fleck auf seiner Flosse hatte. Das ist interessant. Gab es besondere Geschichten über ihn? Ja. Ich sah ihn an und stellte mir vor, dass er ein mutiger Entdecker im Ozean war. Das ist bezaubernd. Kinder haben so lebhafte Fantasien. Ich würde Abenteuer für ihn kreieren, indem ich durch Korallenriffe schwamm. Wie lustig. Es ist erstaunlich, wie Haustiere die Kreativität von Kindern anregen können. Genau. Es gab mir das Gefühl, Teil seiner Unterwasserwelt zu sein. Diese Erinnerungen sind so wertvoll. Macht es Ihnen immer noch Spaß, sich solche Geschichten auszudenken? Absolut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Fantasie am Leben zu erhalten. Lektion 30, Frauenwahlrechtsbewegung. Diese Bewegung wurde als Frauenwahlrechtsbewegung bezeichnet, da das Wort Wahlrecht wählen bedeutet. Das ist richtig. Es war ein entscheidender Teil der Geschichte im Kampf für die Rechte der Frauen. Absolut. Es unterstreicht den Kampf um Gleichheit und Repräsentation. Es ist inspirierend zu sehen, wie diese Bemühungen den Weg für zukünftige Generationen ebneten. Ja, viele mutige Frauen haben unermüdlich für das Wahlrecht gekämpft. Und ihr Erbe inspiriert auch heute noch Aktivisten. Genau. Das Verständnis dieser Geschichte ist wichtig für die Förderung sozialer Gerechtigkeit. Ich stimme voll und ganz zu.
Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, für Rechte einzutreten. Lassen Sie uns weiterhin etwas über diese Bewegungen lernen, um Ihre Beiträge zu würdigen. Lektion 31: Optionen erkunden. Haben Sie sich die neuen Optionen in diesem Geschäft angesehen? Ja, das habe ich. Sie haben einige interessante Produkte im Angebot. Das ist toll zu hören. Ich liebe es, wenn Geschäfte neues Inventar bekommen. Ich auch. Es ist spannend zu sehen, was es gibt und Neues auszuprobieren. Haben Sie etwas gefunden, das Ihnen aufgefallen ist? Ja, es gibt ein einzigartiges Gadget, das meiner Meinung nach hilfreich wäre. Eindrucksvoll. Ich liebe es, neue Werkzeuge zu entdecken, die das Leben einfacher machen. Genau. Es macht immer Spaß, etwas Nützliches zu erkunden und zu finden. Lasst uns bald wieder zusammen hingehen und es uns ansehen. Lektion 32: Familienessen. Meine Mutter bereitet gute Abendessen zu und wir sitzen oft am Tisch. Das hört sich herrlich an. Familienessen sind eine schöne Tradition. Ja, es ist eine großartige Zeit, sich auszutauschen und Geschichten über unseren Tag auszutauschen. Ich stimme voll und ganz zu. Es hilft, die familiären Bindungen zu stärken. Normalerweise reden wir abwechselnd darüber, was wir die Woche über gemacht haben. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben und am Leben des anderen teilzuhaben. Genau. Essen schmeckt besser, wenn man es mit seinen Lieben teilt. Es hört sich an, als hätten Sie ein warmes und einladendes Zuhause. Ich tue. Es ist ein Raum voller Liebe und Lachen. Lektion 33: Das Abendessen ist fast fertig. Das Abendessen ist bald fertig, es braucht nur etwa 20 Minuten im Ofen. Das klingt wunderbar. Ich kann bereits den köstlichen Duft riechen. Ja, es ist schwer, der Versuchung zu widerstehen, einen Blick hineinzuwerfen, aber Geduld ist der Schlüssel. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal macht die Vorfreude noch mehr Spaß. Genau. Außerdem haben wir dadurch Zeit, den Tisch zu decken und alles vorzubereiten. Tolle Idee. Gerne bereiten wir auch ein paar Getränke zum Essen zu. Absolut. Ein gutes Getränk ergänzt immer ein gutes Abendessen. Ich bin so gespannt darauf, zu probieren, was Sie zubereitet haben. Ich bin mir sicher, dass es großartig sein Danke. wird. Ich hoffe, dass es Ihren Erwartungen entspricht. Lektion 34: Erkundung der Grand Area. Wussten Sie, dass einige Touristen in dieser Gegend weit mehr als eine Meile zurücklegen? Wirklich? Das ist beeindruckend. Wie groß ist die Gesamtfläche, die Sie abdecken? Es erstreckt sich über etwa 1000 Quadratmeilen, was ziemlich groß ist. Wow! Das ist eine Menge Land, das es zu erkunden gilt. Was kann man dort sehen? Es gibt atemberaubende Landschaften, Wildtiere und viele Outdoor-Aktivitäten. Klingt nach einem Paradies für Naturliebhaber. Ich würde gerne eines Tages vorbeikommen. Absolut. Es ist ein großartiger Ort zum Wandern, Campen und Fotografieren. Ich kann mir vorstellen, dass die Aussicht atemberaubend ist. Wir sollten eine Reise planen. Ja, lasst uns das tun. Es wäre ein unvergessliches Abenteuer.